Der Wolf und die 7 jungen Geißlein. In einem gemütlichen Haus am Waldrand lebte eine alte Geiß mit ihren 7 jungen Geißlein. Sie liebte ihre Kinder sehr und warnte sie immer vor dem bösen Wolf, der in der Nähe wohnte. »Ihr dürft niemandem die Tür öffnen, wenn ich nicht zu Hause bin«, sagte sie. »Der Wolf ist schlau und könnte versuchen, euch zu täuschen.« Eines Tages musste die alte Geiß in den Wald gehen, um Futter zu suchen. Bevor sie ging, erinnerte sie ihre Kinder an ihre Warnung. Die jungen Geißlein versprachen, vorsichtig zu sein. Kaum war die alte Geiß weg, klopfte es an der Tür. Eine tiefe Stimme sagte: »Liebe Kinder, macht mir die Tür auf. Eure Mutter ist zurück und hat für jeden von euch etwas Leckeres mitgebracht.« Aber die jungen Geißlein waren nicht dumm. Sie erkannten die raue Stimme des Wolfes und sagten: »Du bist nicht unsere Mutter. Ihre Stimme ist sanft und lieblich, nicht rau und tief.« Der Wolf war enttäuscht, aber er gab nicht auf. Er ging zum Markt und kaufte Kreide, die er schluckte, um seine Stimme weicher zu machen. Dann kehrte er zurück und klopfte erneut an die Tür. Mit seiner nun weicheren Stimme sagte er: »Liebe Kinder, öffnet die Tür. Eure Mutter ist zurück.« Dieses Mal guckte das jüngste Geißlein durch das Schlüsselloch und bemerkte die schwarzen Pfoten des Wolfes. »Du bist unser Mutter nicht. Ihre Füße sind weiß und nicht schwarz.« Wieder gescheitert, hatte der Wolf eine weitere Idee. Er lief zum Bäcker und ließ sich Mehl über seine Pfoten streuen. Nun mit weißen Pfoten kehrte er zurück und klopfte ein drittes Mal. »Öffnet die Tür, meine lieben Kinder. Schaut, ich habe weiße Pfoten, genau wie eure Mutter.« Die jungen Geißlein waren verwirrt, und obwohl sie zögerten, öffneten sie schließlich die Tür. Zu ihrem Schrecken sprang der Wolf hinein. 6 der Geißlein versteckten sich im Haus, einer unter dem Tisch, einer im Bett, einer im Schrank, einer im Ofen, einer in der Waschschüssel und einer hinter dem Vorhang. Das jüngste Geißlein sprang in die große Uhr. Der Wolf suchte und suchte. Eines nach dem anderen fand er die versteckten Geißlein und verschlang sie, bis auf das jüngste, das in der Uhr versteckt war. Nachdem der Wolf seinen Hunger gestillt hatte, fühlte er sich müde. Er ging hinaus und legte sich unter einen Baum, wo er einschlief. Wenig später kam die alte Geiß zurück nach Hause. Sie war erschüttert, als sie die offene Tür und das Chaos im Haus sah. Besorgt rief sie ihre Kinder, aber nur das jüngste Geißlein kam aus der Uhr heraus und erzählte ihr von dem schrecklichen Wolf. Gemeinsam gingen sie nach draußen und fanden den Wolf, wie er tief und fest unter dem Baum schlief. Als die alte Geiß seinen dicken Bauch sah, der sich bewegte, hatte sie einen Verdacht. Vielleicht waren ihre Kinder noch am Leben. Die alte Geiß schickte das jüngste Geißlein los, um Schere, Nadel und Faden zu holen. Mit zitternden Händen schnitt sie den Bauch des Wolfes auf. Eines nach dem anderen sprangen die 6 jungen Geißlein heraus, unverletzt und froh, wieder bei ihrer Mutter zu sein. Sie hatten so viel Angst gehabt. Als Strafe füllten sie den Bauch des Wolfes mit großen Steinen und nähten ihn dann wieder zu. Als der Wolf aufwachte, fühlte er sich sehr durstig wegen der schweren Steine in seinem Bauch. Er ging zum nächsten Brunnen, um zu trinken. Aber die Steine waren so schwer, dass sie ihn in den Brunnen zogen, und er ertrank. Die 7 jungen Geißlein und ihre Mutter waren überglücklich. Sie tanzten und sangen und feierten ihre Rettung. Die alte Geiß war so stolz auf ihre klugen und tapferen Kinder. Sie wussten, dass sie in Zukunft immer aufeinander aufpassen würden. Von diesem Tag an lebten die Geißlein und ihre Mutter in Frieden, ohne Angst vor dem bösen Wolf. Sie erzählten allen im Dorf ihre Geschichte, und sie wurden als Helden gefeiert. Die Geschichte wurde in der ganzen Region bekannt. Sie erinnerte alle daran, dass Schlauheit und Mut oft stärker sind als reine Kraft. Und die Bewohner des Dorfes wussten, dass sie sich immer auf die alte Geiß und ihre 7 jungen Geißlein verlassen konnten, wenn Gefahr drohte.